Mein Sohn, ich schreibe dir spät, vielleicht zu spät. Vielleicht ist das hier meine einzige Wahrheit. Ich weiß nicht, ob du je diese Zeilen lesen wirst. Ich weiß nur, dass ich sie nicht mit ins Grab nehmen darf. Ich war oft still, vielleicht zu oft. Ich war Vater, aber auch Soldat, Händler, Bürger. Und ich habe Dinge geschehen lassen, die ich nicht verstand oder nicht verstehen wollte. Jetzt, da meine Hände schwächer werden, schreibe ich, um nicht ganz zu verschwenden. Und vielleicht, um dir etwas zu geben, das du in keinem Hafen, in keinem Vertrag findest. Meine Reue. Wir kamen hierher, aus Milet, aus Phokäa, aus Athen. Voller Hunger, Hoffnung, Unruhe. Man sagte, das Land sei reich, leer, bereit. Es war reich, aber es war nicht leer und es war nicht bereit. Ich hörte ihren Namen, lange bevor ich ihre Gesichter sah. Und als ich ihnen begegnete, erkannte ich, sie lebten nicht in der Vergangenheit, sie waren Gegenwart. Makrones, still wie Felsen. Sie sprachen selten, aber sahen alles. Kaliber, ihre Hämmer klangen wie Donner. Sie formten Metall, als wir noch mit Worten rangen. Die Barener, beweglich wie das Wasser, leichtfüßig, wach, als hätten sie das Meer selbst verstanden. Mosinoiken, sie bauten ihre Häuser offen, lebten das, was wir versteckten. Ihr Lachen war lauter als unsere Gesetze. Kolcher, goldene Ordnung in allem, Felder wie Stoffe, Regeln wie Lieder. Skythen, Reiter mit Pfeilen, doch ihre Augen waren ruhig. Sie sahen durch uns hindurch und ließen uns weiterziehen. Wir nannten sie Barbaren, doch viele von ihnen waren älter und vielleicht klüger als wir. Sie empfingen uns nicht mit Schwertern, sondern mit dem, was wir verloren hatten. Maß, Würde und Geduld. Und doch, wir blieben. Wir bauten. Wir nannten sie Kolonien. Sinop, Kotiora, Kerason, Trapezund, Amissos. Funken, die im Dunkel brannten. Jeder Stein ein neuer Name. Jeder Hafen ein neuer Beginn. Ich sah Mauern wachsen, aber auch das Schweigen derer, die nun keinen Platz mehr hatten. Und dann kam Kyros, nicht mit Klingen, mit Gesetzen. Er sandte Boten, nicht Krieger. Sie trugen keine Fesseln, sie trugen Versprechen. Ich war einer der Ersten, der unterschrieb. Nicht aus Angst, sondern aus Müdigkeit. Ich glaube an Ordnung und vergaß, dass Frieden ohne Gerechtigkeit nur Schweigen ist. Mein Sohn, vielleicht war ich ein Teil einer Hoffnung oder Teil eines Irrtums.
Ich weiß es nicht. Ich hätte dich lehren sollen, hinzusehen, nicht nur zu gehorchen. Ich hätte dich hören sollen mit dem Herzen, nicht nur mit dem Ohren. Doch ich lauschte den Stimmen der Stadt, des Rates, der Händler. Ich wollte Ordnung, ich suchte Sicherheit. Und dafür gab ich auf, was kein Vater je aufgeben sollte. Nähe, Zeit, dich. Wenn du diesen Brief liest, dann lies ihn nicht als Anleitung. Lies ihn als das, was er ist. Keine Erklärung, keine Rechtfertigung. Eine Bitte um Erinnerung und vielleicht um Vergebung.